ja. Da, rundherum. Ja, du kennst sogar noch den Text. Ja, genau. Der Typ da am Klavier bin ich, Simon. Als Kind hatte ich Klavierunterricht bei Heide, die hier neben mir sitzt. Mittlerweile arbeitet Heide aber als Jenseitsmedium, stellt Kontakt zu Toten her, sagt sie. Mit sowas hatte ich bisher noch nichts zu tun. Was sind das für Menschen, die daran glauben? Ich treffe Heide für 7 Tage und will wissen, warum macht sie sowas? Und kann auch ich Kontakt mit Toten aufnehmen? Klopf, klopf. Können wir reinkommen? Ja, das kann ich. Hallo Heide, grüß dich. Cool, dass das geklappt hat. Ja, sehr schön. Wow, hier geht's ja richtig tief runter. Ja, klar. Hi, machen wir Corona-Check? So? Hi. Hallo. Und alles gut? Bei mir und bei dir auch? Ja, bei mir auch. Wunderbar. Dann wollen wir reinkommen. Bitte schön, trete näher. Und das ist hier dein kleines Reich. Das ist mein kleines Ich darf, Reich. ja? Du darfst, bitte. Kannst dich ruhig umsehen, was hier alles gibt und ist. Und nicht viel, aber es reicht für meine Arbeit. Wir haben uns 14 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, Was ist in der Zwischenzeit passiert? ganz viel, Simon, ganz viel. Es ist wirklich eine Entwicklung vom Klavierlehrer zum jetzt Trance-Lehrer und Medialität und Jenseitskontakt und alles, was du auf meiner Website auch schon gelesen hast. Und wie ist das alles gekommen? Also wie ist diese Veränderung gekommen? Ja, die hat sich schon lange angebahnt. Lehrer ist das eine zu sein und dann halt auch mal etwas Neues zu machen, um einfach auch am Leben zu bleiben wieder, eine andere Perspektive des Lebens zu sehen. Und das hat mir die Medialität gegeben. Und das war schon von Kindheit auf da. Und jetzt ist es neu erwacht und neu entflammt. Magst du mir eine kleine Führung geben, was du hier so überall hast? Ja. Wo fangen wir an? Fangen wir da hinten an. Ja. Da haben wir, das ist so die Ecke, der Salzstein, der so ein bisschen die Atmosphäre hier macht, auch unter anderem mit dem dicken Buddha und dem jüngeren Buddha, mit den Kerzen. Dazu kommen hier auch diese Farben. Das sind Chakrenfarben, die alle eine gewisse Bedeutung haben und die wir in unserem Körper dann auch in der Form wiederfinden, die Chakren. Ja, wer bist du denn? Hat er einen Namen? Der Knochenkarle. Das ist der Knochenkarle. Und da kann ich halt zum Beispiel zeigen, dass der Nacken halt bis hier hinten hoch geht, den Leuten, wenn die da mal was wissen wollen. Hier, dass das bis hier hingeht. Und nicht, die meisten meinen, das hier hört schon auf, die Wirbelsäule. Und Heide ist keine Ärztin, aber sie behauptet, sie könne mit Jenseitstrance das Energiesystem ihrer Kunden behandeln und so auch körperliche Leiden lindern. Denn nicht alle kommen zu ihr, weil sie mit Toten sprechen wollen. Gerade bereiten wir alles vor für eine Stammkundin. Die kommt wegen ihrer Rückenschmerzen. Auch dafür, sagt Heide, hätte sie eine Art Behandlung mit Energie. Ein Kontakt ins Jenseits kostet 99 €. Mit Geld-Zurück-Garantie, wenn es nicht klappt. Die Behandlung gegen Rückenschmerzen ist günstiger. Die Kundin möchte übrigens nicht erkannt werden. Die Beine, die werden auch so gestellt, dass sie immer eine Richtung haben, nämlich raus aus dem Gelenk. Dann gibt es hier im Gelenk auch Luft und Platz. Und die Knochen reiben miteinander. Das kann auch zum Beispiel helfen, wenn einer mal Arthrose oder sowas hat. Die ist nicht heilbar, aber die Schmerzen sind weg. Und das ist wichtig. Ganz ehrlich, inwiefern das jetzt orthopädisch Sinn macht, weiß ich nicht. Heide sagt, ihre Sitzungen mit den Toten und auch hier gegen Rückenschmerzen sind immer nur als Zusatztherapie zu verstehen. Einen Arzt oder Therapeuten ersetze das nicht. Und was ich jetzt mache, ist, ich weite hier auch den Nacken, den Muskeln. Du renkst es quasi ein, oder? Nein, ich arbeite da mit meiner Energie rein, dass das noch mehr loslässt, dass diese Verspannungen loslassen und nehme das so raus, dann auch wieder. Ich weite das, dass auch hier dieser Platz hier geöffnet wird weiter.
Energien, Tote, geistige Welt, für mich ist das komisch und fremd, was ich hier sehe. Innerlich kann ich nur widersprechen, aber ich möchte Heide erst mal zuhören. Sie glaubt da nämlich wirklich dran und nicht nur sie. Geschätzt 15.000 Geistheilerinnen und Geistheiler gibt es in Deutschland und entsprechend viele Kunden. Genaue Zahlen gibt es nicht. Am nächsten Tag gehen wir zusammen draußen spazieren, weil Heide hier oft meditiert. Ich soll heute selbst versuchen, Kontakt mit der geistigen Welt aufzunehmen, denn hier draußen, sagt Heide mir, gäbe es Naturgeister. Ja, glaubst du echt, dass es Feen und Gnome und, weiß ich nicht, Trolle und Zwerge? Trolle, ja. Das ist ja wie bei Herr der Ringe hier. Ja, die sind eigentlich schon wieder einen Schritt weiter wie wir alle. Ja, aber jetzt muss mir erzählen, an was glaubst du da? Ich glaube an das, was ich durch meine Hellsichtigkeit sehe. Und die Feen, die sind mehr in den Baumwipfeln, da habe ich sie gesehen. Und die Gnome und Zwerge, die sind mehr hier im Unterholz. Was entgegnet man einer alten Bekannten, wenn sie sowas sagt? Würde ich Heide nicht schon ewig kennen, wäre das Gespräch wohl an dieser Stelle vorbei. Denn das hat mit meiner Welt nichts mehr zu tun. Würdest du von dir eigentlich sagen, du bist eine Esoterikerin oder bist du ein spiritueller Mensch? Es ist für mich eine Spiritualität. Esoterik hat ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen negativen Beigeschmack. Und das ist es nicht, weil es einfach etwas ist, was über Jahrtausende die Menschen begleitet und wir einfach heute nicht mehr den Zugang haben. Und hier wird es alles als Esokram abgetan. Und das ist es aber nicht. Eine Spiritualität ist mehr. Ich hab meinem Papa das erzählt, was du machst. Und ihr kennt euch ja eigentlich auch noch von damals. Seine erste Reaktion war, was macht die? Oh, Ja, das glaube ich. schade, hat er gesagt. Er hat gesagt, schade. Kannst du das nachvollziehen? Also verstehst du? Ja, wenn er nicht weiß, was es ist. Kann ich das nachvollziehen, weil das so, wie gesagt, so einen negativen Beiklang hat. Und jetzt kommt meine erste spirituelle Sitzung. Kontakt mit Geistern. Setz mich so an die Kante? Gemütlich. Oder ne? wollen wir uns gegenübersetzen? Ja, es ist vielleicht, wenn es geht, ist nicht. Ja, so habe ich einen anderen Kontakt. Weißt du, das ist der Kontakt so zum. Ist das okay? Ja, klar. Gut, dann mache ich den auch. Und gemütlich, also so, dass die Beine auf dem Boden stehen, dass du die Erde spürst. Darum geht's. Nimm 2, 3 tiefe Atemzüge, atme in deine Beine und Füße und lass los. Dann bittest du die geistige Welt, deinen Geistführer, ein Stück näher zu treten. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist jemand bei dir. Und vielleicht hat er oder sie eine Botschaft für dich, eine Information. Und der erste Gedanke, der kommt, der nicht dein Gedanke ist, kann diese Botschaft sein. Ich glaube, da war niemand. Ich weiß es nicht. Ja, mir tut es ein bisschen leid, weil eigentlich denke ich, also ich konnte mich super gut entspannen, aber so dann, glaube ich, habe ich irgendwie nichts mehr wahrgenommen. Also Doch, ich habe wahrgenommen, aber sehr, sehr sanft und auch sehr vorsichtig. Ja? Und wenn ich es richtig wahrgenommen habe, hast du vielleicht bemerkt, es war auch ein weibliches Wesen. Und hätte ich das als Worte in meinem Kopf gehört? Oder wie hätte ich eine Botschaft wahrnehmen Das ist können? unterschiedlich. Also meist oder oft ist es so, dass das erste Wort, was kommt, ist das, was du kriegst von dem Geistwesen. Und das wird dann ausgesprochen einfach. Ja? Aber manche haben dann sagen, ach, das ist mein Kopf.
es ist nicht der Kopf. Ist dir das, als du angefangen hast, das zu machen, also dass du angefangen hast, auch offen zu sagen, ey, ich mache Jenseitskontakte, so, ist es dir da in deinem Bekannten- oder in deinem Familienkreis vorgekommen, dass die Leute gesagt haben, ey, was ist mit Heide los? Meistens wird nicht drüber gesprochen. Das ist einmal, auch bei meinen Brüdern, die sind zwar so ein bisschen so skeptisch so und so. Und wenn sie dann was sagen, könnte mal sein, was auch passiert, dass sie sich lustig machen. Aber das verletzt doch. Nicht mehr, nein. Nein, in unserer Familie gab es Alkoholiker, gab es Fresssüchtige, gab es Depressive. Und das habe ich in der Kindheit schon mitgekriegt. Die 3 habe ich mir angeguckt. Das will ich alles nicht. Und ich brauchte halt immer irgendwo einen Anker. Und dieser Anker hat mir halt diese Arbeit jetzt gegeben. Und das gibt mir einfach die Kraft zu sagen, okay, wenn das für dich eine Lachnummer ist, bin ich auch eine Lachnummer oder ein Teil von mir ist so. Okay, alles gut. Krass. Jetzt verstehe ich besser, warum Heide in dieser spirituellen Welt eine zweite Familie gefunden hat. Wenn mich meine Familie für meinen Glauben auslachen würde, fände ich das schon ziemlich hart. Trotzdem, es ist eben nicht nur ein Glaube, sondern auch ein Geschäftsmodell. Darauf kommen wir später noch. Und wissenschaftlich ist das alles nicht, obwohl immer wieder das Wort Quantenphysik fällt. Winzige Teilchen in Bewegung. Damit wird alles erklärt. Heute will ich endlich selbst einen Jenseitskontakt erleben. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, guten Morgen, Bärbel. Grüß dich. Wow, schick, schick. Bärbel kommt regelmäßig, weil sie sich Rat erhofft und es ihr irgendwie gut tut. Wir geben uns nicht die Hand, ne? Aber wir machen irgendwie mal so, irgendwie hallo. Das ist der Platz, genau. Prima. So. Ja. Ich verbinde mich jetzt noch mit der geistigen Welt. Bitte jemand für dich durchzukommen und dann schauen wir, wer kommt, wer es ist. Oder vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht passiert auch nichts. Das wissen wir nicht. Okay. Ja, ich habe jemanden hier. Das ist eine Frau. Eine Brille hat sie, ja, und hat noch so Löckchen. Ist ein bisschen größer als du. Ist jemand, der sehr ruhig ist, nicht sehr gesprächig. Also es ist auch schwierig jetzt mit ihr zu konferieren, aber sie möchte unbedingt mit dir in Kontakt treten. Hast du aus der Beschreibung schon eine Idee, wer das sein könnte? Nein. Okay, dann gucken wir weiter. Ja, sie sagt mir, ihr wart früher oder ihr wart auch bis zum Schluss befreundet miteinander. Ihr seid habt viel unternommen miteinander, habt euch aber auch zwischendurch aus den Augen wieder verloren. Und sie sagt, sie ist noch nicht so sehr lange drüben, vielleicht 2 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, 1,5. Und sie sagt mir, sie wäre mein erster Kontakt gewesen, den ich mit ihr gemacht habe. Und da kam ihre Oma durch und da ist sie glücklich, dass Ja, ich weiß. Ja, dass sie wieder mit der Oma zusammen ist. Jetzt weißt du, wer Jetzt das weiß ist. ich's, ja. Und sie sagt mir, dass sie ist so quasi für dich still und heimlich gegangen. Ja, Und sie sagt mir jetzt auch ihren Namen. Marianne. Genau, die Marianne. Und sie fragt, ob du noch irgendwas wissen willst, was sie dir beantworten kann oder für sie versucht es dann. Ja, was ich mit meinen Beinen mache. Deinen Beinen, okay, lass mich mal gucken, was sie mir gibt. Sie sagt einfach, erde dich. Mhm.
erde dich jeden Morgen und versuch von der Erde die Energie in dich aufzunehmen, zu spüren. Lasse durchfließen. Es ist vieles blockiert in den Beinen. Das ist übersäuert. Da ist Gicht drin, also das blockiert alles und manchmal kann ich kaum laufen. Da kann ich was mit anfangen, ja? Ja? Mhm. Okay. Ja, da scheint sie gewartet haben. Sie sagt, ja, okay, sie will sich jetzt gerne verabschieden. Und sie hat sich unheimlich gefreut, dir auf diese Art und Weise wieder was geben zu können, was du ihr gegeben hast, als sie hier noch war. Eine halbe Stunde hat das insgesamt alles gedauert, mit vielen Ratschlägen von den Geistern. Das war schon ein intimer Moment für Bärbel. Ja, liebe Bärbel, vielen Dank, dass wir dir gerade zuschauen konnten. Ich wollte fragen, wie war das gerade für dich? Also Ja, ich kenne das, dass von der geistigen Welt jemand durchkommt, der einen Kommentar geben möchte, eine Botschaft hat. Und das ist jedes Mal eine sehr berührende Angelegenheit. Und es ist auch immer wieder spannend zu erkennen, wer ist es. Und manchmal geht es nicht um das Wer ist es, sondern rein um die Botschaft. sagst du deinen Freundinnen und Freunden, sagst du deinem Umfeld, dass du sowas machst, dass du so einen Kontakt suchst? Es gibt Leute, mit denen ich darüber reden kann. Und es gibt auch Leute, mit denen ich darüber nicht reden kann. Weil es ist halt irgendwie nichts, was man so... Naja, die Leute, die in die Kirche gehen und beten, was anderes tun die denn? Das ist genau das Gleiche. Oder geht in die gleiche Richtung. Ja, es geht auch in die jenseitige, in die geistige Welt. Den Vergleich würden christliche Kirchen ablehnen. Botschaften durch Jenseitsmedien undenkbar. Am Wochenende treffe ich Heide bei einem Seminar. Ich lerne noch mehr Leute kennen, die so sind wie sie. Im Seminar geht es um, wie werde ich Trance-Medium, wie funktioniert die geistige Welt, wie geht man mit Kunden um. Hier lernen die Leute auch, wie sie später damit sogar Geld verdienen könnten. Heides Lehrer Andreas aus der Schweiz ist hier. Er leitet das Seminar. Heide unterstützt ihn. Andreas schreibt auf seiner Website, durch ihn würde der Geist Chen sprechen. Du bist bereit, dein Wesen, dein Wissen, deine Fähigkeiten, deine Talente, kurz gesagt, deine Seelengeschenke, deine Qualität, die du als Seele in dieses Leben mitbringst, einfach den Menschen in deinem Umfeld, deinen Klienten und Schülern zu offerieren und daran zu wachsen. Andreas ist derjenige mit der meisten Erfahrung hier. Er weiß unheimlich viel, sagt Heide, und das betont sie oft. 3 Jahre Seminar bei ihm kosten umgerechnet knapp 9.000 € pro Person. Heide hat das auch bezahlt. Ich finde, nicht gerade wenig für etwas, was man wissenschaftlich nicht wirklich beweisen kann. Jetzt müssen Sie mir die Frage verzeihen, aber Sie haben ja auch ein Business. Das ist ja auch Ihr Business. Klar. Und die Leute zahlen ja auch viel Geld, dass sie durch diese Ausbildung gehen. Klar, sicher. Auch ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Und auch hier werde ich immer wieder gefragt oder damit konfrontiert, ja, du kannst doch dafür kein Geld nehmen, das ist doch irgendwie eine Gabe oder ein Geschenk Gottes oder was weiß ich. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe viel Zeit investiert, um mir dieses Wissen anzueignen. Ich habe die Welt bereist, ich habe mit Schamanen hier gesprochen, mit Gurus da gesprochen, habe viel Zeit und Geld investiert und viel Übungen selber auch praktiziert, um das zu können, was ich kann. Und dann vergleiche ich das immer auch mit anderen Talenten. Ne? Mit einem Fußballer, der verdient Millionen. Ist das gerechtfertigt? Den Fußball, den sehe ich rollen. Ja? Aber ihr macht natürlich auch Sachen, die ich euch erstmal glauben muss, die in eurem Kopf stattfinden. Weißt du, und das ist so unsichtbar alles. Und deswegen würde ich erstmal sagen, deswegen würde ich auch selbst irgendwie einen Unterschied erstmal so aus dem Bauch heraus machen. Ich habe in meiner Praxis, also in meinen 1:1 Coachings, viele Menschen, die mit solchen Zweifeln oder Überzeugungen zu mir kommen. Und die sind dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr mit mir unterwegs in Einzelsitzungen und dann machen die Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsarbeit und kommen zu einem glücklicheren und besseren Leben. Also von nicht sichtbar. Es ist schon sichtbar. Es ist nicht so sichtbar wie der Fußball, der rollt, aber die Prozesse, die ein Mensch durchläuft in der Ausbildung
oder in Einzelsitzungen führt zu messbaren und sichtbaren Resultaten. Ich habe mal eine Therapie gemacht, das ist schon ein paar Jahre zurück. Daher weiß ich vieles, was auch normale Therapie sind. Ich war mal Alkoholiker. Und da hat mir zum Beispiel dort der Anfang war gut, da hätten die mir geholfen. Aber danach stehe ich halt leider. Ich habe 2003 mein Leben komplett geändert. Habe nochmal von vorne angefangen. Und ich will irgendwann aufhören mit meiner Firma. Ich habe keinen Bock mehr irgendwann. Das weiß ich jetzt schon. Was machst du gerade? Ich habe eine Firma im Sonnenschutz, Markise, Rollläden, Jalousie und so. Zwischen Markisen und Rollläden und das ist ein Riesensprung, oder? Nicht? Also im Endeffekt ist es nur dann auf einer anderen Ebene. Das verstehe ich nicht. Die Leute erzählen mir jetzt schon alles von was in ihrem Leben passiert. Schon seit Jahren. Wenn du wenn ich zu den Leuten komme, ja, und dann erzählen die mir, dann ich weiß Sachen, wo ich denke, sag mal, das hätte ich nie jemandem erzählen, aber die ist einfach so und das ist schon seit vielen Jahren. Die Geschichte von Teilnehmer Frank berührt mich. Ihm hätten die vermeintlichen Jenseitsbotschaften geholfen, vom Alkohol loszukommen. Aber was, wenn durch solche Coachings die Probleme vielleicht sogar größer werden? Hier übernimmt keiner die Verantwortung für die Folgen, denke ich mir, anders als beim echten Arzt. Am Tag nach dem Seminar will ich es aber endlich selbst ausprobieren. Was für Botschaften haben meine Toten angeblich für mich? Ich bin skeptisch. Ist gut. Aber ich weiß, was ich tun soll. Nur ja, nein oder vielleicht sagen. Und Oder dann bin ich gespannt. Genau. Wie gesagt, ich bin nur der Kanal als Rohr, was durchfließt. Und ich bin darauf angewiesen und stehe im Vertrauen mit denen da drüben und mit der geistigen Welt. Okay, und dann versuche ich mich jetzt zu verbinden und gucken, ob jemand kommt. Ich habe einen Mann. Ein Mann, der ist so um 1,75, sagen wir mal. Und ist ein bisschen kräftig. Also hat also eine satte Haltung und hat ja viel mit den Händen gearbeitet. Er zeigt, ich kann zupacken. Kannst du damit schon was anfangen? Absolut. Er ist ein Mann, der im Leben steht, handfest. Er lässt sich kein X für ein U vormachen, sagt er. Und er sagt mir auch, ich bin dein Opa. Und er sagt mir, in deiner Stelle wäre er genauso skeptisch gewesen. Aber er sagt, von dieser Seite aus sieht es alles anders aus. Und er sagt, er weiß, dass also die Oma sehr traurig ist, dass er gegangen ist, aber es war auch eine große Belastung zum Schluss für sie. Und er hat aber auch mit dir, und du hast einen Bruder noch, ne? Und er hat sich auch um euch oft gekümmert. Also er war für euch da und ihr wart sein Stolz, sagt er mir. Kannst du das verstehen? Ja, ich würde von mir jetzt nicht sofort sagen, ich bin der Stolz von jemand anderem, aber freut mich natürlich. Ja. Nein, ich glaube, das kann ich verstehen, doch. Er sagt, ob du noch eine Frage hast, ob du noch was wissen willst von ihm. Noch steht er neben mir und ist fest verankert. Seine letzten Wochen würden mich interessieren, ob er mir dazu was sagen kann. Ja, er war selber in sich so gefangen. Also er spricht jetzt von Gefühlen, ja, also dass er diese letzten Wochen vergessen möchte. Das war sein Anlauf, darüber zu gehen.
um hier seinen Abschied zu haben. Und das hat ihn sehr belastet auch und die Familie auch. Also das war bei allen so. Kannst du das verstehen? Ja, also ich weiß nichts, ich gebe nur das weiter, was ich kriege. Ja? Dann bedanken wir uns bei ihm, dass er da war. Siehst du den Menschen so, wie er auf der Erde war, oder siehst du ihn anders? Kommt drauf an. Manchmal erscheinen sie als junge Menschen, also als junge Körper, also Lichtkörper sind das, ja. Und manchmal erscheinen sie als alt. Und er ist jetzt so, wie er war, bevor er krank wurde. Also wo er einfach so da in seinem Metier gearbeitet hat, noch so ein bisschen als Rentner und so. Hier auf dem Friedhof liegt mein Opa. Anfang des Jahres gestorben, so viel wusste Heide vorher. Dieser Tod war für mich, ja so blöd es klingt, ein trauriges, aber schönes Erlebnis. Mitten im Kreis der Familie, nach einem langen, erfolgreichen Handwerkerleben. Er war ein sehr christlicher Mensch. Diese Jenseitsspiritualität wäre nix für ihn gewesen. Und jetzt soll er quasi Botschafter dafür sein und empfiehlt mir, mich mehr damit auseinanderzusetzen? Ist das nicht eher Heides eigener Wunsch, den sie da unbewusst geäußert hat? Und doch ist es verrückt. Irgendwie sprechen wir ja alle mit Toten, wenn wir an einem Grab stehen. Zumindest fühlen wir uns total nahe. Aber es ist eben ein Monolog und kein Dialog wie bei Heide. Mein letzter Tag. Heide. Hallo Simon. Na? Komm rein. In der ganzen Zeit habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, Heide macht mir was vor. Und weh tut sie zumindest auch keinem damit. Wer sich's leisten kann, der hört nette Botschaften, die irgendwie ganz gut tun. Ich habe manchmal das Gefühl, in deiner Welt oder in dieser geistigen Welt, wie du sie beschreibst, gibt es so Momente, wo ihr es euch so ein bisschen einfach macht. Verstehst du das? Also so ein bisschen manchmal unkonkret. Mhm. Weil jeder Mensch den freien Willen hat, sein Leben zu gestalten, kannst du nie Dinge so konkret voraussagen. Das geht nicht. Und Voraussagen treffen wir sowieso nicht. Wir versuchen die Person, die jetzt ein Problem hat, in ihrer Psyche, in dem, was ist, einfach zu begleiten und ihr Wege aufzuzeigen, die sie gehen kann, um diese Probleme zu lösen. Aber kann das nicht auch einfach ein guter Freund machen? Der ja auch, also so nehme ich euch wahr, ihr gebt sicherlich auch gut gemeinte Ratschläge und Hinweise. Nur das kann doch auch ein guter Freund machen. Irgendwie, der dich in den Arm nimmt und sagt, hey, wird schon wieder. Was wir versuchen mit unseren Coachings, vom Kopf ins Herz zu gehen, zu fühlen, zu spüren. Die Emotionen, also die Gefühle sind im Moment, die Emotionen, da ist eine Geschichte dahinter. Und diese Geschichte rauszufinden, in diese Geschichte tief reinzugehen und dann auch mit Tränen und mit allem, was dazugehört, richtig runterzugehen und zu sagen, ja, jetzt bin ich am Nullpunkt, tiefer geht's nicht, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Und dann kann ich aufatmen, das Gefühl, Wut und so weiter auch damit rauslassen und dann darf dieses Thema gehen. Du vergisst zwar nicht, dass das war, aber es berührt dich nicht mehr. Und das ist das, was unsere Arbeit ist und was wir tun in dem Moment. Das hört sich alles so schön an. Trotzdem, Botschaften aus dem Jenseits machen neugierig, können vielleicht sogar süchtig machen. Für mich ist klar, meine Welt ist es nicht. Heide macht es, weil es ihr gut tut, ähnlich wie das Klavierspielen. Und da sind wir endlich wieder bei dem Punkt, der uns zwei verbindet.